Wir segeln mal wieder. Stimmt nicht so ganz. Wir fahren doch relativ hoch. Jetzt geht es so langsam in die Nacht. Wir werden dann auf der windabgewandten Seite von Mallorca segeln. Wir sind noch so ein bisschen unentschieden. Wir segeln mal wieder. Vorhin habe ich tatsächlich überlegen müssen, wie lange das her ist. Und das letzte Mal war jetzt hilf mir mal, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Genau, von Cartagena nach Formentera. Formentera wusste ich noch, aber woher wir kamen, wusste ich nicht mehr. Also von Cartagena nach Formentera, das war ja über Nacht, wo wir erst guten Wind hatten und dann gar nicht mehr. Genau, und jetzt haben wir 3 Wochen geankert auf Formentera, auf Ibiza in verschiedenen Buchten und ja, also Ibiza ist deutlich schöner, als ich es erwartet habe und netter. Und ja, es ist Hauptsaison. Wir sind Ende Juli mittlerweile. Und es hat viel, viel besser funktioniert, als ich gedacht habe. Also es sind auch die ersten 3 Wochen, die wir jetzt ununterbrochen geankert haben. Waren nie im Hafen zwischendrin und das hat echt super funktioniert. Also alles, egal ob duschen oder Wasser machen oder kochen oder einkaufen im Dingi, es war alles super. Und ja, das ist sehr schön. Genau, aber ja, wir segeln wieder und zwar von Ibiza. Hinter mir ist Ibiza und wir haben Kursanliegen nach Mallorca und werden dort heute Nacht irgendwann in Port de Soler ankommen, weil wir Freunde besuchen wollen. Und weil wir Besuch bekommen. Und deswegen fahren wir jetzt nach Mallorca rüber. Ja, wir verlassen jetzt Ibiza. Also Ibiza fand ich auch schön. Das hat mir tatsächlich besser gefallen als gedacht. Wobei, also San Antoni muss man nicht machen. Ibiza Stadt fand ich sehr schön und wir haben ja Lost Places gefunden und alles. War sehr schön. Wir sind heute Morgen oder wir sind vorhin losgefahren Nachmittag, weil die Wettervorhersage sagte, schöner halber Wind bis Mallorca rüber. Stimmt nicht so ganz. Wir fahren doch relativ hoch, aber es ist ein schönes Abwindsegeln. Also es ist nicht zu viel Wind, es ist genau die richtige Windgeschwindigkeit, sodass wir naja, so zwischen 6,5 und 7 Knoten segeln. Das ist gigantisch und kaum Welle, fast gar keine, bisschen Schwell und ja, allerfeinstes Abwindsegeln. Also so mag sogar ich das gerne. Der Nachteil davon ist, wir sind wahrscheinlich deutlich früher da als geplant und ja, müssen wir jetzt mal schauen. Wobei der Wind heute Nacht auch noch verschwinden soll, müssen wir mal gucken. Es ist im Mittelmeer, haben wir jetzt gelernt, immer ein bisschen anders als die Vorhersage. Also vor allem haben wir gelernt, dass die Böen, dass man sich auch hier nach den Böen richten sollte, nicht nach dem Grundwind. Und der Grundwind ist jetzt angesagt mit 7 und Böen mit 14, 15 und das kommt jetzt auch so ziemlich hin. Nur die Windrichtung stimmt noch nicht so ganz. Aber wir sind noch nicht weit raus und jetzt müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Hinter mir ist La Dragonera, also die Südwestspitze von Mallorca bzw. die vorgelagerte Insel. Und wir hatten eine super schöne Fahrt bis hierher.
Es ist alles super glatt gelaufen, es war wenig Verkehr, allerdings irre viel Funkverkehr. Also ich war echt überrascht. Also alle möglichen Sprachen bis hin zum Arabischen geht quer durcheinander. Es gibt auch viele Leute, die sich nicht an irgendwelche, wie soll ich denn sagen, How-Tos oder gute Geflogenheiten beim Funken halten, sondern einfach irgendwas funken. Teilweise auch einfach nur Geräusche oder das Radio laufen lassen. Also das ist echt unglaublich. Aber das Segeln war toll. Wir hatten einen halben Wind und oft so zwischen 15 und 18 Knoten. Und da ist Arriba gelaufen wie verrückt. Also wir hatten ganz oft um die 7 Knoten und auch mal kurze Zeit über 8 Knoten durchgehen. Das ist natürlich toll. Wir haben die Windfahnensteuerung installiert. Es geht also ganz ruhig dahin, haben nur ganz wenige Korrekturen vornehmen müssen. Und ja, jetzt geht es so langsam in die Nacht. Wir werden dann auf der windabgewandten Seite von Mallorca segeln nach Port Sóller. Und das sind von hier aus noch ungefähr 25 Meilen. Also das heißt, dass wir eigentlich mitten in der Nacht ankommen. Da sind wir nicht so ganz glücklich drüber, weil die Bucht soll extrem voll sein. Wir haben dort Freunde. Da können wir wahrscheinlich dann ins Päckchen gehen morgen. Ja. Und ich traue im Moment unserem Motor nicht so ganz über den Weg. Ich habe gestern nochmal das Öl geprüft, bevor wir losgefahren sind. Und ich konnte den Ölstand nicht so eindeutig bestimmen. Ich hatte den Eindruck, dass das Öl ein bisschen dünnflüssig ist und höher stand als üblich. Das würde bedeuten Wasser im Öl und das wäre gar nicht gut. Deswegen will ich die Motorzeit so gering wie möglich halten. Also, wir fahren jetzt in die Nacht, die Sonne geht unter, alles gut gelaufen. Es ist Mitternacht. Wir haben die Nordseite von Mallorca erreicht und leider, oder Gott sei Dank, viel zu früh. Wir wären eigentlich, wenn wir so weiterfahren wie bisher, so in 1-2 Stunden da. 2 Stunden. Aber die Bucht ist ziemlich voll, wie wir gesehen haben und auch gehört haben. Und es ist ein bisschen schwierig, glaube ich, jetzt im Dunkeln und in der Nacht da wirklich den Platz zu finden. Wir sind uns da noch nicht so ganz sicher, ob wir jetzt langsamer fahren und warten, dass es hell wird oder ob wir durchfahren und einfach unser Glück versuchen. Hinter der Insel ist kein Wind mehr bei der Windrichtung, die wir hatten, das wussten wir. Und deswegen motoren wir jetzt den Rest und dann müssen wir uns mal gucken. Wir sind noch so ein bisschen unentschieden. Also mal machen wir ein bisschen schneller, weil wir doch ankommen wollen, dann machen wir wieder langsamer, weil wir sagen, es muss hell sein. So, die Nacht ist jetzt fast vorbei. Hinten im Osten wird es so langsam hell. Wir haben uns, keine Ahnung, ich glaube so um 3 haben wir uns dazu entschlossen, dass wir die Helligkeit abwarten, weil die Bucht ja extrem voll sein soll. Und ich wollte zum einen nicht nachts das Boot vorbereiten. Ich wollte vor allem vermeiden, dass wir nachts in einer engen Bucht dann vielleicht noch eine Ankermarkierungsboje oder eine Ankerleine in die Schraube bekommen. Und deswegen sind wir jetzt die letzten 2 Stunden hier ein bisschen vor der Küste gekreuzt, nachdem wir erst in die Richtung getuckert waren, also langsam unter Motor. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, naja, dann kann ich aber auch kreuzen, dann komme ich genauso langsam oder schnell dorthin. Und letztlich ging es ja darum, die Zeit ein bisschen nett rumzubringen. Und das hat jetzt Spaß gemacht, nachts noch ein bisschen vor der Küste zu kreuzen. Wie spät ist? Weiß ich nicht, 5:30 oder so, 20 vor 6. Und was ich wirklich nett fand heute Nacht, also es kamen
öfter mal Segler mir entgegen und die haben entweder mich angefunkt oder sie haben sich auch untereinander angefunkt und haben sich untereinander abgestimmt, wie man aneinander vorbeigeht. Also beide weichen nach Steuerbord aus und gehen mit Rot an Rot aneinander vorbei zum Beispiel. Und das fand ich toll, weil ich habe das zwar auch schon mit Frachtern gemacht, nachts, wenn es unklar war, aber ich kenne das nicht, dass Segler das untereinander machen und das finde ich gut, weil es einfach entspannender ist, wenn man weiß, wie man aneinander vorbeigeht. Nachdem wir ja eine wunderschöne Zeit auf Ibiza hatten und eine sehr, sehr schöne Fahrt Richtung Mallorca, sind wir jetzt auf Mallorca angekommen, werden dort auch wieder schöne Sachen erleben. Es lohnt sich also dabei zu bleiben. Das mit dem Motoröl hat sich zumindest zum Teil geklärt. Wir haben kein Wasser im Öl, sonst wäre es ja bräunlich schaumig gewesen. Wir können aber im Moment nicht so ganz ausschließen, dass vielleicht Diesel im Öl ist, wobei ich rieche ihn nicht und das Öl wirkt relativ normal, aber teilweise habe ich den Eindruck, dass ein bisschen mehr Öl drin ist als vorher. Also wir gehen dem noch mal ein bisschen nach. Seitdem fahre ich den Motor natürlich sehr langsam und versuche ihn nicht zu belasten und wir behalten das natürlich im Blick. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat. Wir freuen uns jedenfalls, dass du bis hierher dabei warst und wenn es dir gefallen hat, dann mach doch die Glocke an, abonniere den Kanal. Und schau das nächste Mal auch wieder rein. Auf Facebook und Instagram ist es gerade ein bisschen ruhiger. Wir freuen uns trotzdem, wenn du das nächste Mal dabei bist. Also, hinterlass einen Kommentar. Wir freuen uns da immer drauf und ein Like und bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss.